Super Smash Bros. Eins der meistverkauftesten Spiele aller Zeiten. Es ist das größte Gaming-Crossover, das je existiert hat, mit Franchises wie Pokémon, Mario und sogar Minecraft. Jede Person, die es mal gespielt hat, weiß, wie viel Spaß es macht, sich in diesem Spiel gegen andere zu messen. Und obwohl das Spielprinzip sehr simpel ist, kann es auf einem höheren Level sehr komplex werden. Man würde meinen, es erfüllt alle Anforderungen, um eins der größten E-Sport-Spiele aller Zeiten zu sein. Aber aus irgendeinem Grund ist es weit weg davon entfernt. Wie kann ein Spiel, das praktisch perfekt für den Wettkampf gemacht worden ist, so erfolglos im E-Sport sein? Sogar Brawlhalla, ein Spiel, welches von Smash inspiriert wurde und deutlich weniger bekannt ist, hat in der E-Sport-Szene in etwa den gleichen Erfolg wie Smash. Die Gründe dahinter gehen zum Teil viele Jahre zurück. Ich erkläre es euch. Es gibt viele kleinere Gründe, die eine Rolle spielen, aber der wichtigste Grund mit großem Abstand war schon immer: Nintendo unterstützt die Competitive Smash-Szene nicht. Die jetzige Competitive Smash-Szene ist praktisch komplett getrennt von Nintendo und sie wurde allein von den Spielern aufgebaut. Alle Turniere, Streams und Preisgelder stammen also von den Spielern selbst. In anderen E-Sports-Titeln ist praktisch alles immer vom Entwickler selbst organisiert. Und da es um ihr eigenes Spiel geht, scheuen sich viele auch nicht vor großen Preisgeldern. Gewinnt man als Top-E-Sportler heutzutage ein Turnier, dann hat man wahrscheinlich für den Rest seines Lebens schon ausgesorgt. Aber in Smash No, 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 no. Für viele ist das alles bis jetzt vielleicht nichts Neues. Was aber viele nicht wissen, ist, dass es noch ein bisschen komplizierter ist als nur das. Nintendo gibt nicht nur keinerlei Unterstützung für die Competitive Smash-Szene, Nintendo verhindert sogar auch aktiv, dass die Szene weiter wächst. Aber zuerst muss ich hier etwas erklären. Bis jetzt war eigentlich hauptsächlich nur das neueste Spiel der Reihe gemeint, nämlich Smash Ultimate. Aber das neueste Spiel ist nicht mal das beliebteste Competitive-Spiel der Reihe. Smash Bros. Melee für die GameCube wird heutzutage immer noch gespielt und das schon seit über 20 Jahren. Jetzt momentan ist die Competitive Melee-Szene so groß wie noch nie, aufgrund von Slippi, ein Mod, welches Spielern erlaubt, per Emulator Melee online zu spielen. Slippi wurde von nur einer einzigen Person programmiert und es ist eins der besten Online-Modis, die im Kampfspielgenre existieren. Die Person dahinter hat es vor allem auch noch komplett kostenlos, aus eigenem Interesse heraus gemacht. Was man nicht alles selbst tun muss, ne? Aber vor circa einem Jahr gab es eine Unterlassungserklärung von Nintendo, als die Turnierserie The Big House ein Online-Event für Smash Ultimate und Slippi veranstalten wollte. Das Turnier wurde gecancelt und höchstwahrscheinlich war Slippi der Grund dafür, da es ja eine modifizierte Version des Originalspiels ist. Normalerweise werden außergewöhnliche Mods von den Entwicklern als etwas Positives angesehen. Dota 2 und Counter-Strike sind immerhin zwei von den erfolgreichsten E-Sports-Titeln aller Zeiten. Und es sind beide Spiele, die damals als Mod angefangen haben. Aber Nintendo hat, wie es aussieht, eine andere Ansicht gegenüber Mods. Und das, obwohl Super Smash Bros. Melee seit langem auch gar nicht mehr verkauft wird. Nach dem Vorfall war die ganze Smash-Community natürlich sehr aufgewühlt. Mittendrin wurde dann ein anonymes Dokument von einer Person hinter den Kulissen veröffentlicht. In diesem Dokument ging es über viele verschiedene Fälle im Laufe der Jahre, wo Nintendo größere Projekte für die Competitive Smash-Szene verhindert hat. Die Glaubwürdigkeit des Dokuments wurde von sehr vielen großen Persönlichkeiten der Smash-Szene bestätigt. Viele der beschriebenen Fälle hatten immer wieder das gleiche Muster. Ein größeres Unternehmen wie zum Beispiel E-League, MLG, Red Bull oder auch Twitch hatte das Interesse in Smash einzusteigen, sei es mit einem Turnier, einer Liga oder sonstiges. Aber immer gab es dann Probleme bei der Zusammenarbeit mit Nintendo. Es gab beispielsweise oft Kommunikationsprobleme von Nintendos Seite aus oder auch Lizenzierungsprobleme wieder von Nintendo aus. Hier sieht man vor allem, wie groß das Interesse an Smash ist bei größeren Unternehmen. Immerhin sind das Namen, die verantwortlich sind für die größten E-Sports-Ligen und Turniere der Welt. Aber traurigerweise kam nie was zustande und es wirkt fast so, als würde Nintendo mit Absicht versuchen, diese Projekte zu verhindern. Projekte, mit denen Smash wahrscheinlich schon längst unter den erfolgreichsten E-Sport-Spielen der Welt gehören würde. Die einzelnen Fälle könnt ihr in Ruhe nochmal im Dokument durchlesen. Link in der Beschreibung. Der Grund dahinter liegt größtenteils in der Philosophie von Nintendo. Wie wir wissen, ist Nintendo als Unternehmen dafür bekannt, familienfreundliche Spiele zu machen. Meistens haben die Spiele immer die Intention, für eine Vielzahl an Personen ansprechend zu sein, unabhängig vom Alter, Geschlecht oder eben auch spielerischen Können. Laut dem Entwickler von Smash Bros. Wäre das entgegen der Philosophie von Nintendo, wenn Smash zu sehr zu einem E-Sport wird.
Das Spiel wäre dann mehr an die erfahrenen Spieler gerichtet, wodurch es eben die anderen Spieler ausschließen würde. Der Präsident von Nintendo hat mal ein sehr ähnliches Statement dazu gemacht, dass Nintendo die E-Sports-Richtung wegen ihrer Philosophie nicht einschlagen will. Auf der anderen Seite gab es dann aber die E3, wo Nintendo mit Hilfe der Smash-Szene Werbung für Smash Ultimate gemacht hat. Die besten Spieler aus Melee und Smash 4 damals waren für ein Competitive-Turnier eingeladen. Für Smash Ultimate gab es dann noch weitere Competitive-Events von Nintendo selbst, aber es war praktisch nie Geld im Spiel. Zusammengefasst heißt das also, Nintendo weiß, dass die Competitive Smash-Szene existiert, aber sie will die Szene nicht unterstützen wegen der Angst, dass das Spiel zu sehr zu einem E-Sport wird und somit unerfahrene Spieler ausschließen würde. Ob das wirklich der Fall wäre, kann man natürlich schwer vorhersagen. Aber dass ein Spiel für gelegentliche Spieler als auch für erfahrene Spieler geeignet sein kann, hat man ja schon oft im normalen Sport gesehen. Nur weil die WM im Fernsehen ausgestrahlt wird, heißt es ja nicht, dass es weniger Personen gibt, die in ihrem Garten Fußball spielen. Und Smash wäre eigentlich der perfekte Kandidat dafür, das Gleiche auch in der Videospielszene umzusetzen. Nur leider sieht Nintendo das Ganze sehr anders. Der momentane Stand bedeutet eher, dass die erfahrenen Spieler vom Spiel ausgegrenzt werden. Weil von Competitive Smash leben kann man auf jeden Fall nicht. Was bedeutet das alles nun für Competitive Smash heute? Lohnt es sich gar nicht erst damit anzufangen? Nicht ganz. Weil wie anfangs erwähnt, ist das Spiel immer noch eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Daher ist es auch eins der aktivsten E-Sport-Spiele, mit zahlreichen Spielern auf der ganzen Welt. Die Competitive Smash-Szene versucht auch weiterhin ohne Nintendos Hilfe immer größer zu werden. Und es bewegt sich mittlerweile auch immer mehr in Richtung E-Sports. Ein Grund, weshalb die Competitive-Szene wahrscheinlich niemals aussterben wird, liegt darin, dass Smash der perfekte Zuschauersport ist. Man muss keine 100 Stunden in das Spiel investieren, um beim Zuschauen zu verstehen, was momentan passiert. Coole Momente versteht man intuitiv, wodurch Smash immer wieder einzigartige Momente im E-Sports kreiert. Große Content Creator steigen in letzter Zeit auch immer mehr in Competitive Smash ein. Ludwig, einer der größten Streamer der Welt, will 2022 sogar das größte Smash-Event aller Zeiten veranstalten. Und so nebenbei gibt es auch von Nintendos Seite aus Anzeichen dafür, dass es zukünftig eventuell bergauf gehen könnte. Vor kurzem wurde nämlich das Panda Global Circuit angekündigt, in Zusammenarbeit mit Nintendo. Das Ganze ist für 2022 geplant und wie genau Nintendo bei der Sache mithelfen wird, werden wir noch erfahren. Falls jemand Interesse an Competitive Smash hat, dann ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Wenn die Pandemie dann auch endlich mal vorbei ist. Die Community ist so groß wie noch nie und es ist eine einzigartige Ansammlung an Menschen, die für ihr Lieblingsspiel um die Welt reisen, auch wenn kaum Geld im Spiel ist. Auf germanysmash.de findet ihr alle Turniere in eurer Umgebung, Discord-Server für verschiedene Regionen, aktuelle Rankings und viel mehr. Danke fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und ich hoffe, wir sehen uns auf einem Turnier.